In diesem Video geht es um Elektrotechnikgrundlagen und genauer um Wechselstromgrößen und noch genauer um die Entstehung der Blindleistung. Zunächst muss klar sein, was mit Leistung gemeint ist. Leistung gibt an, wie viel Energie pro Sekunde übertragen wird. Vergleicht man Energie mit Wasser, dann hat ein Wasserwerfer eine große Leistung, weil er pro Sekunde mehr Liter Wasser befördert als ein alter Wasserhahn in der Waschküche. Im Englischen heißt Leistung Power. Daher auch das Formelzeichen P für die Leistung. Übertragen auf die Elektrizität ist die elektrische Leistung elektrische Energie pro Zeit. Der Träger der elektrischen Energie ist der Strom. Die Spannung bestimmt, wie stark dieser Strom ist. Daher berechnet man die elektrische Leistung aus dem Produkt von Strom und Spannung, U mal I. Nach dieser Formel muss die Einheit der Leistung Volt mal Ampere sein. In der Mechanik ordnet man der Leistung die Einheit Watt zu. Da man mit Elektromotoren mechanische Arbeit verrichten kann, ist beides tatsächlich gleich. Ein mechanisches Watt entspricht genau einem elektrischen Volt-Ampere. Beides ist Energie pro Zeit, daher gilt auch für beide die alternative Schreibweise Joule pro Sekunde. Beispiel: Ein Staubsauger zieht eine Leistung von 2000 Watt, das heißt, jede Sekunde entnimmt er der Steckdose eine elektrische Energie von 2000 Joule. Aus der Steckdose kommt Wechselstrom, das heißt, die Ladungen fließen im Staubsauger mal in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Dieses Hin und Her beschreibt man mathematisch durch eine Sinuskurve, die ja auch abwechselnd mal nach oben und mal nach unten ausschlägt. Das gilt sowohl für die Spannung als auch für den Strom. Die Formelzeichen U und I werden beim Wechselstrom übrigens klein geschrieben, weil sich Spannung und Strom ständig ändern. Der Strom steigt gleichzeitig mit der Spannung an und er fällt zeitgleich mit der Spannung wieder ab. Die Sinuskurven von Strom und Spannung verlaufen synchron. Würde man sie übereinander legen, wären sie deckungsgleich. Man sagt auch, dass die beiden in diesem Fall nicht phasenverschoben sind oder dass ihre Phasenverschiebung 0 Grad beträgt. Um die Leistung P gleich U mal I ebenfalls als Kurve darzustellen, multipliziert man die beiden Sinusformeln von Strom und Spannung. Heraus kommt dann wieder eine Sinuskurve, hier in grün dargestellt. Sieht ein wenig aus wie der Kölner Dom, oder? Sie beschreibt jedenfalls die für den Anwender wirksam werdende Leistung, zum Beispiel die Saugleistung des Staubsaugers. Daher nennt man diese Leistung Wirkleistung. Der Begriff Wirkleistung ist wichtig, weil es auch andere Leistungsarten gibt, die von der Wirkleistung verschieden sind. Also bitte merken: Die Wirkleistung ist die für den Anwender wirksam werdende Leistung. Es gibt nämlich auch eine Leistungsform, die nicht für den Anwender wirksam wird, die Blindleistung. Die Wirkleistung schwankt zwischen 0 und einem Maximalwert. Auf dem Staubsauger steht aber nicht von 0 bis, sondern nur ein einziger Wert. Hier sind es 2000 Watt. Diese 2 Kilowatt sind der Mittelwert dieser Schwankung. Dieser Mittelwert ist der halbierte Scheitelwert Pmax. Pmax ist nach wie vor Umax mal Imax. Daher kann man für den Mittelwert der Wirkleistung auch schreiben, P ist gleich 1/2 mal Umax mal Imax. Im Vergleich zu den Sinuskurven von Strom und Spannung gibt es hier zwei markante Unterschiede. Erstens, die Leistung schwankt nicht um 0 herum, sondern um den konstanten positiven Mittelwert. Dieser Leistungsmittelwert ist gerade so hoch, dass die komplette Leistungskurve im positiven Bereich liegt, also oberhalb der t-Achse. Zweitens, die Sinuskurve der Leistung weist eine doppelt so hohe Frequenz auf wie die von Strom oder Spannung. Sie hat 2 Maxima, wie die Türme des Kölner Doms. Strom und Spannung haben dagegen nur je ein Maximum und nur ein Minimum. Was soll das bedeuten? Der Strom überträgt sowohl in Hin- als auch in Zurückrichtung eine elektrische Leistung auf den Motor, also zweimal während einer einzigen Sinusperiode. Daher also die doppelte Frequenz. Weil Spannung und Strom immer gleichzeitig im Minusbereich sind und Minus mal Minus Plus ist, muss das Ergebnis, also die Leistung, auch dann positiv sein, wenn sich die Strom- und Spannungskurve im negativen Bereich befindet. Was bedeutet dann der negative Leistungsbereich? Das Gegenteil vom positiven. Haha, lustig. Und eine Leistung im positiven Bereich bedeutet? Sie bedeutet, dass die Leistung von der Steckdose zum Gerät fließt. Dann müsste ja eine negative Leistungssinuskurve bedeuten, dass Leistung vom Gerät zurück zur Steckdose fließt. Hört sich zunächst vielleicht unsinnig an, ist aber so. Faszinierend.
Naja. Staubsauger funktionieren mit Elektromotoren. Elektromotoren enthalten Spulen. Spulen haben eine typische Eigenschaft, die Induktivität. Diese Induktivität der Spulen sorgt für eine verzögerte Reaktion des Stroms auf die Spannung. Legt man also eine Wechselspannung an eine Spule, dann schwingt die Sinuskurve des Stroms nicht mehr synchron mit der Spannung, sondern der Spannung hinterher. Die Sinuskurven von Strom und Spannung nennt man Phasen und ihre Verschiebung zueinander heißt dann auch Phasenverschiebung. Das Formelzeichen für die Phasenverschiebung wird übrigens Phi ausgesprochen. Die Phasenverschiebung, die durch eine Spule erzeugt wird, beträgt 1/4 der Sinuskurve oder umgerechnet 90 Grad. So eine Phasenverschiebung wird nur durch einen Blindwiderstand erzeugt, also entweder durch eine Spule oder durch einen Kondensator. Fließt der Wechselstrom dagegen durch einen Wirkwiderstand, wie etwa eine Lampe oder einfach nur ein Draht, dann wird er nicht phasenverschoben. Da ein Staubsauger beides enthält, wird der Strom aus der Steckdose um einen Winkel phasenverschoben, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Wird die Leistung also negativ, wenn Strom und Spannung phasenverschoben sind? Zum Teil ja. Wir klären das mal an einem Schaltkreis mit variablen Widerständen. Zuerst hat er nur einen Wirkwiderstand, das ist die Lampe. Die lasse ich immer kleiner werden, wobei gleichzeitig eine Spule mit ihrer Phasenverschiebung den Phasenwinkel anwachsen lässt. Die Phasenverschiebung startet also bei 0 und wächst auf 90 Grad an. Dadurch ändert sich die Sinuskurve der Leistung. Die Leistung berechnet man nach wie vor aus dem Produkt U mal I. Für U und I setzt man wieder die Sinusformeln ein. Beim Strom berücksichtigt man jetzt aber die Phasenverschiebung mit dem Formelzeichen minus Phi. Das Minus vor dem Phi steht für einen Sinusstrom, der nachläuft. Stünde dort ein Plus, entspreche das einem vorauseilenden Sinusstrom. Unten links sind die beiden Phasen eingeblendet, Strom und Spannung. Beide bei reinem Wirkwiderstand noch synchron. Daneben das Produkt aus den beiden, die Leistung. Die Animation für den sich ändernden Phasenwinkel Phi zeigt, durch die Phasenverschiebung sind Strom und Spannung nicht mehr gleichzeitig negativ. Ihr Produkt, sprich die Leistung, geht dadurch in den negativen Bereich hinein. Während dieser Zeit wird Leistung vom Verbraucher zurück zum Versorgungsnetz transferiert. Das ist ein bisschen wie Ping-Pong. Dieser Anteil an Leistung kommt zwar aus dem Netz und fließt in die Spule, doch die Spule spielt ihn wieder zurück ins Netz und das 100 Mal pro Sekunde. Die Leistungskurve wird immer dann in diesen negativen Bereich verschoben, wenn im Stromkreis ein Blindanteil auftritt. Das passiert nicht nur bei einer Spule, sondern auch bei einem Kondensator. Im Extremfall, bei einer Phasenverschiebung von plus minus 90 Grad, wird die positive Fläche unter der Leistungskurve genauso groß wie die negative darüber. Der Mittelwert der Leistung ist die Wirkleistung. Die Wirkleistung verschwindet in diesem Extremfall, weil dann die komplette Leistung nur noch zwischen Spule und Stromnetz hin und her fließt, anstatt im Staubsauger in Saugarbeit umgesetzt zu werden. In einem solchen Extremfall würde der Staubsauger also gar nicht mehr saugen. Was macht die Spule mit diesem ungenutzten Energieanteil? Sie baut ein Magnetfeld auf. Sie speichert die aufgenommene Energie vorübergehend in Form eines Magnetfeldes. Die negative Fläche tritt genau dann auf, wenn die Spule ihre Energie an das Stromnetz zurückgibt. Dazu muss sie ihr Magnetfeld wieder abbauen. Man sieht hier, dass die Sinuskurve der Leistung die doppelte Frequenz des Stroms hat, weil das Magnetfeld sowohl beim Hin- als auch beim Rückfluss des Stroms auf- und abgebaut wird. Okay, wenn die Fläche im negativen Bereich die abfließende Energie darstellt, wo findet man dann die der Spule zufließende Energie? Beispiel. So sieht die Leistungskurve bei einer Phasenverschiebung von 63 Grad aus. Die Leistung, die zum Aufbau des Magnetfeldes verwendet wird, ist im positiven Bereich der Sinuskurve enthalten. Aber wo? Um sie kenntlich zu machen, habe ich die oberen Spitzen genauso vom Rest abgetrennt, wie es die X-Achse mit den unteren Spitzen macht. Die Flächen der positiven Spitzen sind damit genauso groß wie die der negativen. Oben ist damit die Energie aufgezeigt, mit der das Magnetfeld aufgebaut wird, während die negativen Flächen die Energie aufzeigen, die wieder abfließt. Die Fläche dazwischen ist die Energie, mit der der Staubsaugermotor betrieben wird. Die Wirkleistung ist hier nicht mehr auf halber Höhe des Scheitelwerts, wie bei reinen Wirkwiderständen, sondern liegt in der Mitte dieser Zwischenfläche. Dieses Beispiel soll einfach nur die Situation visualisieren, eine orientierende Vorstellung vermitteln. Um die Energien und Leistungen genau zu berechnen, verwendet man eine Methode,
die zu erklären dieses Video überladen würde. Es fließt also ständig ein Anteil der Energie nur zwischen dem Stromnetz und der Spule hin und her. Damit trägt diese Energie auch nichts zur Saugarbeit des Staubsaugers bei. Der Nutzer sieht also nichts von dieser hin- und herpendelnden Energie. Und weil er für diesen Energieanteil völlig blind ist, nennt man diese Ping-Pong-Leistung induktive Blindleistung. Die Blindleistung hat das Formelzeichen Groß Q mit einem großen L als Index. L steht für die Kenngröße der Spule der Induktivität. Auch ein Kondensator verursacht eine Blindleistung. Die nennt man genauer kapazitive Blindleistung. Das Formelzeichen ist daher ein großes Q mit einem C als Index. C für das englische Capacity. Der Unterschied zur Spule ist zum einen, dass ein Kondensator die Spannung verzögert und nicht den Strom. Die Sinuskurve der Spannung hinkt also der Stromkurve um 90 Grad hinterher, wenn ein Wechselstrom durch einen Kondensator fließt. Dadurch sind in dieser Leistungskurve die positiven und negativen Halbwellen vertauscht. Zum anderen baut der Kondensator kein Magnetfeld auf, sondern ein elektrisches Feld. Und das macht er im Laufe eines Zyklus gleich zweimal, einmal beim Hin- und einmal beim Zurückfließen des Stroms. Zum Schluss ein Überblick. Wir hatten zunächst die Sinuskurve der reinen Wirkleistung. Wenn die gesamte Leistung der Steckdose auch am Gerät umgesetzt wird, wird die Wirkleistung durch ihren Mittelwert angegeben. Die Wirkleistung hat das Formelzeichen P. Sobald sich ein Blindwiderstand im Gerät befindet, rutscht die Leistungskurve in den negativen Bereich. Die gesamte Energie aus der Steckdose wird aufgeteilt in eine Wirkenergie und eine Blindenergie. Da die Wirkleistung nur noch ein Teil der gesamten Leistung ist, bekommt die Gesamtleistung einen eigenen Namen, nämlich Scheinleistung. Die blaue Fläche ist dann ein Maß für die gesamte Steckdosenenergie. Damit ist aber auch das Produkt U mal I ab jetzt der Momentanwert der Scheinleistung. Die Wirkleistung ist um den Kosinus des Phasenwinkels kleiner. Die Blindleistung ist um den Sinus Phi kleiner. Gerechnet wird üblicherweise aber nicht mit diesen Momentanwerten, sondern mit den Mittelwerten. Und die erkennt man daran, dass die Formelzeichen als große Buchstaben geschrieben werden. Der Mittelwert der Scheinleistung S wird durch die beiden Effektivwerte von Strom und Spannung berechnet. Daraus ergeben sich die Mittelwerte von Wirk- und Blindleistung. Wegen der einfachen trigonometrischen Beziehung findet man die drei Leistungsmittelwerte meistens als Vektoren dargestellt, die ein rechtwinkliges Dreieck bilden, inklusive der Phasenverschiebung Phi unten links. So, um dein Wissen zu festigen und zu testen, folgt jetzt der übliche Zusammenfassungsquiz. Was ist die Wirkleistung? Die für den Anwender wirksame Leistung. Wie ist das Formelzeichen der Wirkleistung? P wie Power. Auf welche Weisen kann man die Einheit der Leistung schreiben? Watt, Joule pro Sekunde oder Volt-Ampere. Wie nennt man vereinfacht eine Sinuskurve von Strom oder von der Spannung? Phase. Wie nennt man den Versatz, der zwischen den beiden Phasen auftreten kann? Phasenverschiebung. Welche Bauteile verursachen eine Phasenverschiebung? Blindwiderstände, also Spulen oder Kondensatoren. Wie groß ist die Phasenverschiebung des Stroms gegenüber der Spannung an einem Blindwiderstand? Plus oder minus 90 Grad. Wie groß ist die Wirkleistung eines Geräts, das ausschließlich aus Blindwiderständen aufgebaut ist? 0.